Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover. Heute mal aus unserer neuen Location in der Innenstadt. Wir haben im Februar einen zweiten Laden aufgemacht, da dachten wir, drehen wir mal hier. Hier ist auch schön. Heute aus der kleinen Reihe Tipps und Tricks zum Thema Reflux. Vielleicht schon mal gehört, es gibt einige Menschen, die nachts Probleme haben mit dem Rücklauf der Magensäure. Da ist die Speiseröhre so ein bisschen offen und die Magensäure läuft hoch und man versucht mit Kissen oder Hochgestelle dann den Oberkörper hochzukriegen, weil das sonst zu Sodbrennen führt, sehr, sehr unangenehm ist, zu Schlafstörungen halt eben auch führen kann. Nicht nur, wenn man abends beim Griechen war, manche Leute haben das halt eben schon in jungen Jahren einfach so, egal was sie essen. Und da gibt es ein paar Tricks. Ich habe einiges schon gesehen. Die einfachste Methode ist natürlich 12 Kissen zu nehmen und sich hier irgendwie hinten hinzulegen und so bergab zu legen, aber da ist natürlich für den Rücken vorprogrammiert, dass das nach hinten losgeht. Es gibt natürlich handverstellbare Lattenroste. Ihr habt in den Lattenrost-Videos vielleicht schon mal was gesehen. Viele Lattenroste haben ein zu kurzes Rückenteil. Also wenn man das hochklappt, dann knickt das irgendwie hier, mitten in der Brustwirbelsäule. Das ist total der Bullshit. Die Dinger sollten etwas länger sein. Ich habe es hier jetzt nur mit Motor, muss man nicht haben, kann man auch von Hand machen. Dass man wirklich ein Rückenteil hat, was ab dem Becken hochgeht. So, dass eure obere Wirbelsäule gerade bleibt, egal wie ihr liegt. Jetzt ist es so, dass man, wenn man stärker damit zu tun hat, dass man das schon ein bisschen höher machen muss, damit man Ruhe hat nachts. Sobald ich das aber so hoch stelle, kriege ich wirklich Probleme im unteren Rücken. Wenn ich da jetzt drauf liege, kriege ich nie eine gerade Wirbelsäule hin. Insofern könnte man zur Unterstützung bei diesen Geschichten ganz leicht etwas basteln. Ich habe hier mal was vorbereitet, was ich hier gefunden habe. Ihr könntet den ganzen Lattenrost schräg legen, indem ihr so kleine Klötzchen aus Holz, Bauklötze, Bierdeckel, was auch immer nehmt. Und erhöht euren Lattenrost dort, wo ihr aufliegt im Bett, mit einem Holzstück. Das kann man später, wenn ihr merkt, das funktioniert, müsst ihr das festkleben oder festschrauben, dass der ganze Lattenrost dann schon mal schräg liegt. Hops, zack. Wie gesagt, muss dann fest. Bei etwas schwereren Leuten macht es Sinn, das Ganze hier in der Mitte nochmal halb so hoch zu unterfüttern. Das heißt, hier hinten 5 cm Klötzchen, hier in der Mitte 2,5. Damit das hier nicht durchhängt, weil der Lattenrost liegt hier im Moment hohl. Bei 60 Kilo kein Thema, ich kenne euren Lattenrost nicht, könnte man hier nochmal was machen. Aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal eine insgesamt Schräglage. So nicht so, dass man morgens aufwacht und ganz unten liegt, das passiert nicht. Aber ein paar Grad reichen oft schon. Wenn ihr dann noch einen Knick mit dazu nehmt, ganz leicht, dann habt ihr aber schon echt eine richtig gute Bergablage, dürftet eigentlich keine Probleme mehr haben und eure Wirbelsäule bleibt halbwegs gerade. Je weniger man das hinten hochstellt, desto besser. Falls ihr einen motorisch verstellbaren Rahmen habt und ihr habt irgendwie einen Rahmen aus dem Kaufhaus oder irgendwie so einen Billo-Rahmen, der knickt dann erstmal hier an, bevor dann der Rest hochkommt und dann auch noch an der falschen Stelle. Vergesst dieses Teil. Da werdet ihr nie eine Lösung mitfinden. Man kann oft diese Mechanik hier arretieren, abschrauben, einen Winkel dran schrauben, was auch immer, damit dieses Teil hier gerade bleibt. Trotzdem muss der Knick irgendwo hier unten über dem Becken sein. Ne? Da geht es dann in die Orthopädie so ein bisschen. Dass das ergonomische Liegen trotz Reflux halt eben möglich ist, erleichtert zum Beispiel, wie gesagt, ein Klötzchen hinten runter. So habt ihr schon mal ein paar Grad Bergablage, könnt es noch forcieren mit einer Verstellung. Dazu braucht man keinen Motorrahmen und dazu braucht man auch keine 12 Kissen. Das ist so die etwas gesündere Version dabei. Und vielen Menschen hat das eben schon ganz viel Erleichterung verschafft mit ihrem alten Lattenrost. Ne? Also hinten 5 cm, hier in der Mitte 2,5 oder sowas. Aber ihr seht das jetzt schon ganz gut, der Lattenrost liegt völlig schräg. Und so habt ihr mit eurer Magensäure viel, viel weniger Probleme. Und bei den meisten Menschen reicht das. Und dann braucht man diese Knick nicht so doll machen und alles wird gut. Das ist Sinn und Zweck dieses Videos. Falls euch das Ganze hier gefällt, in der nächsten Folge erzählen wir noch mal ein bisschen was zum Motorrahmen. Und wenn euch der Kanal gefällt, natürlich abonnieren. Und dann bis zur nächsten Folge aus der Schlafzimmerei. Okay, vielen Dank und schlaft gut. Ich hoffe, so geht's.